und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Das hohe G auf der Altblockflöte, das überblasene G, für viele ein sehr schwieriger Ton. Dazu habe ich heute 6 Fakten für euch bzw. Tipps, wie ihr das besser hinbekommt. Auf die Idee zu diesem Video hat mich eine Teilnehmerin aus meinem Workshop über die Bach-Partita gebracht. Sie schrieb mir nämlich im Vorfeld, ich habe ein bisschen Probleme, speziell mit dem hohen G. Das kommt nicht so schön raus, wie ich das gern hätte. Und mir ist aufgefallen, Vera, dass du dazu noch kein spezielles Video gemacht hast. Das musste ich dann erstmal selbst nachschauen, weil ich habe schon so viele Videos für euch gemacht. Aber ich glaube, es gibt wirklich keins speziell zum hohen G. Und einiges, was ich euch heute erkläre zum hohen G, das gilt natürlich für alle hohen überblasenen Töne auf der Blockflöte, aber manche Sachen sind wirklich auch spezifisch beim hohen G und einiges wird euch positiv überraschen. Also, erster Fakt zum hohen G. Das hohe G braucht nicht viel Luft, sondern kann mit viel weniger Luft geblasen werden als die meisten Töne auf der Blockflöte, nämlich mit weniger Luft als eigentlich alle tiefen Töne und als alle Töne in der mittleren Lage. Im Grunde könnt ihr euch das so denken, je tiefer euer Ton auf der Blockflöte, desto mehr Luft könnt ihr ganz entspannt rauslassen. Und je höher ihr kommt, desto gebündelter und konzentrierter müsst ihr die Luft blasen. Da die aber nur wie so durch so einen kleinen Trichter muss, statt wie durch ein breites Ofenrohr, braucht ihr auch nicht so viel Luft. Also es ist ein Irrtum zu denken, oh, das hohe G ist ein sehr hoher Ton. Das ist ja noch höher als dieses gemeine hohe F. Also muss ich den extra laut blasen, damit der gut anspricht. Und genau das geht dann leider schief. Also nicht denken, je höher der Ton, desto mehr Luft brauche ich, sondern das hohe G braucht tatsächlich relativ wenig Luft. Fakt Nummer 2, und das hat mit Fakt Nummer 1 natürlich zu tun, ihr müsst die Luft bei dem hohen G sehr schnell blasen. Also schnell, aber nicht viel. Wenig Luft, schnell blasen und zwar wie so einen kleinen spitzen Pfeil abschießen und mit Attacke. Sonst klappt das G tatsächlich nicht. Wenn ihr euch da sozusagen so reinschleichen wollt, ihr müsst also gleich gezielt eure wenige Luft in einem Mal abschießen. Das muss man sich sozusagen trauen. Oft ist es ja so, dass wir Angst haben, hoffentlich spricht der hohe Ton jetzt an und dass ihr vielleicht noch überlegen müsst, wie geht denn eigentlich der Griff? Zu dem Griff sage ich gleich mal noch was. Und das hat oft den Effekt, dass ihr euch dann mit dem Atem, mit dem Blasen so reinschleicht und doch am Anfang noch nicht die Geschwindigkeit habt, die das hohe G braucht, die Geschwindigkeit des Atems, damit das in einem Rutsch anspricht. Fakt Nummer 3, das hohe G solltet ihr mit ziemlich hartem Zungenstoß anstoßen, also eher mit einem Tü als mit einem Dü. Und falls euch das jetzt widersprüchlich erscheint zu der Tatsache, dass ich gesagt habe, man braucht nicht viel Luft, man braucht nicht laut zu blasen, dann versucht mal zu überlegen, ob ihr das nicht trennen könnt. Das eine ist die Luft, die Luftmenge und die Geschwindigkeit der Luft und das andere ist der Zungenstoß, ob ich ein Tü oder ein Dü mache. Und bei einem Tü kriegen wir zwar den Effekt, dass das irgendwie lauter wirkt, als wenn ich mit einem Dü anstoße, aber ihr müsst dann versuchen, kein nasses, lautes Tü zu artikulieren, so Tü, sondern mehr so ein trockenes Tü. Und das braucht das hohe G,
als Startimpuls sozusagen. Also erinnert euch nochmal dran, was ich euch eben gesagt habe zu dem schnellen Blasen, dass die Luft schnell geblasen werden muss, wie ein kleiner Pfeil, den ihr abschießt. Und der Moment, wo ihr den Pfeil, ihr habt den Bogen gespannt und der Moment, wo ihr den Pfeil loslasst, das ist euer Tü. Und wenn ihr das nur mit einem Dü macht und ihr versucht, schnelle Luft zu blasen und nicht zu laut, dann ist der Ton, dann ist das hohe G sozusagen untertonig geblasen und dann spricht es leider auch nicht an. Hier kann ich immer nur wieder predigen, versucht das nicht 30 Mal nacheinander, dann ist vorprogrammiert, dass 29 Mal schief gehen, sondern konzentriert euch und dann spielt lieber ein richtig perfektes hohes G statt 29 missglückte. Wenn ihr dann in einem Stück dem hohen G begegnet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, viel, viel höher, als wenn ihr es viele Male nacheinander rumprobiert und vielleicht auch noch frustriert seid. Fakt Nummer 4, da komme ich jetzt zu dem Griff für das hohe G. Und da seht ihr ja schon auf meinem Bildchen, dass da noch ein Finger mehr drauf ist, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Man kennt nämlich den Griff in vielen Grifftabellen einfach mit diesem doppelten Gabelgriff, also oben dieser Gabelgriff und unten. Und ich würde euch dringend empfehlen, den kleinen Finger hier noch aufs halbe Loch mit hinzuzunehmen. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens mal Stimmung, also auf den meisten Blockflöten ist das hohe G zu hoch, wenn ihr das nur so greift. Das klingt dann verstimmt. Vielleicht hört ihr das noch nicht, aber wenn ihr mal anfangt drauf zu achten, wird euch das auffallen. Und wenn ihr mal eine Oktave ausprobiert zwischen dem mittleren G und dem hohen G, dann werdet ihr das merken, ob das zu hoch klingt oder ob das schön stimmt, eine richtige Oktave ist, indem ich den kleinen Finger noch halb drauf mache, nicht aufs ganze Loch, weil dann wäre die Oktave zu klein, dann wäre der Ton oben zu tief. Und falls ihr jetzt nicht überzeugt seid und denkt, ach, den kleinen Unterschied hört man eh nicht und es ist viel einfacher, die 2 Gabelgriffe zu machen, das kann ich mir ja gar nicht merken, das kriege ich gar nicht hin, dann noch ein Grund, der sehr dafür spricht, denn das hohe G spricht viel leichter an, wenn ich den kleinen Finger noch halb dazu mache. Wieso? Das müsstet ihr einen Flötenbauer fragen. Das ist meine Erfahrung. Wenn ihr den kleinen Finger halb dazu nehmt, spricht das hohe G besser an, als wenn ihr nur die beiden Gabelgriffe nehmt. Und diese Sache mit dem kleinen Finger auf dem halben Loch, die gibt uns auch noch Spielraum, um die Stimmung anzupassen. Wenn ich zum Beispiel das hohe G in einem Stück extra laut haben will, dann kann ich sogar gucken, ob ich mal ausnahmsweise den kleinen Finger ganz drauf mache. Oder wenn ich es extra leise klingen haben möchte, dann nehme ich ihn nicht drauf, blase aber entsprechend das hohe G noch leiser als sonst. Fakt Nummer 5, das hohe G spricht leichter an als das hohe F, das ja einen Ton tiefer ist als das hohe G. Das müsst ihr wirklich mal ausprobieren. Also das hohe F, finde ich persönlich, ist der schwierigste hohe Ton. Mal abgesehen von diesen ganz, ganz hohen Tönen. Wir können ja noch bis zu einem D da drüber, über diesem G spielen, aber das klingt dann schon wirklich sehr schrill. Aber von diesen gängigen hohen Tönen, sage ich mal, bis zu dem G, ist das F, finde ich, in der Ansprache am schwierigsten. Und viele von euch denken, ja, das G ist ja noch höher, also noch schwieriger. Aber nein, das G ist leichter in der Ansprache als das hohe F. Ich denke sogar, vom Griff her ist es leichter zu merken, weil man einfach oben und unten das Gleiche machen muss, während man beim hohen F überlegen muss, okay, oben einer, unten 2 und dann ist ja das hohe E auch schon in der Nähe mit den beiden hier und das hohe S ist dann wieder mit 3 hier. Die sind alle irgendwie so verwandt miteinander, aber das hohe G ist ganz klar ein völlig anderer Griff und das kann man sich, glaube ich, gut merken. Aber probiert das wirklich mal aus mit der Ansprache. Das hohe G geht leichter zu spielen als das hohe F. Dann der letzte Fakt, den ich für euch habe zum hohen G. Vom hohen G aus kommt man auf ganz spezielle Weise und sehr akrobatisch zum nächstgelegenen tieferen Ton, nämlich zum Ges bzw. Fis.
Das ist entweder ganz leicht oder sehr schwer, je nachdem, wie sportlich ihr seid. Und ich warne aber vorher, passt auf eure Zähne auf. Ja? Also wenn ich das hohe G habe, dann brauche ich nur das unterste Loch hier zuzumachen, das Schallloch, und zwar mit meinem Oberschenkel. Und schon habe ich das hohe Fis, also einen halben Ton tiefer als das G. Damit solche hohen Töne überhaupt klappen, braucht ihr natürlich einige Grundvoraussetzungen. Also ihr braucht eine einigermaßen gute Blockflöte, wo das auch geht. Ich erinnere mich selbst aus Zeiten vor meinem Studium, dass ich eine Möck-Rottenburg hatte aus 4., 5. Hand, die, wo ich im Nachhinein weiß, die wirklich das hohe F nicht spielen konnte. Also da war irgendwie das Daumenloch hinten schon so beschädigt, dass das gar nicht ging. Und ich habe so eine Angst gehabt immer vor dem hohen F, bis ich dann eine vernünftige Blockflöte bekam. Also Möck-Rottenburg sind sehr gute Blockflöten, aber die war wirklich nicht mehr in Ordnung. Und dann geht's natürlich nicht. Also ihr braucht eine gute Blockflöte. Ihr braucht dringend eine gute Daumentechnik. Da empfehle ich euch ja, das predige ich ja auch immer wieder, die Daumenknicktechnik, wie die meisten Profis das benutzen und ich auch. Und ihr braucht natürlich einen kurzen Daumennagel dafür. Also wenn der Nagel lang ist oder sogar ein bisschen lang, dann geht das schlecht. Also ihr braucht einen kurz geschnittenen Daumennagel. Ist halt ein bisschen unschöner für Damen, aber ist so. Und im Idealfall habt ihr auch schon eine Atemstütze entwickelt beim Blockflöte spielen oder ihr seid dran. Und das ist natürlich auch die Voraussetzung, um die hohen Töne so richtig schön leicht und brillant rauszubekommen. Die Atemstütze könnt ihr von Grund auf zum Beispiel lernen in meinem Online-Videokurs Blockflöte Next Level. Das ist alles hier unter dem Video verlinkt, falls euch das interessiert. In dem Kurs werden zum Beispiel auch speziell die hohen Töne behandelt, aber auch die tiefen Töne und wie ihr all dies schön spielen könnt auf der Blockflöte, technisch und musikalisch. Wenn euch das Video heute gefallen hat und ihr mit diesen Tipps oder Fakten wirklich jetzt weiterkommt mit dem hohen G, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und natürlich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen hier auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!